Und das ist auch wieder ein klassisches Beispiel für, die haben sich jetzt wahrscheinlich sau viel Mühe gemacht, oder sau viel ist vielleicht übertrieben, aber es ist ja ein komplett neues Event, neue Grafik, neues Design, noch nie stattgefunden. Und ich denke, also jetzt sehen es die Leute wahrscheinlich noch eher positiv, weil halt gute Items, sag ich mal in Anführungszeichen, drinstehen. Upcutstone, Potion Box, wenn du Glück hast, Smiting Box, ein Ele Change, Pet Feedback, was ja schon grundsätzlich gute Items sind, wobei viele davon noch mit einer... Also viele davon wirst du nicht bekommen. Zumindest nicht auf einem Charakter. Nur wenn du es mit vielen Charaktern machst, wirst du es wahrscheinlich bekommen. Weil die Rates so bad sind. Bei den nicht garantierten Items. Aber es wäre ein klassisches Beispiel dafür, dass sie einfach ein PC-Flive-Event hätten nehmen können. Also fast schon ein x-beliebiges. Es 1:1 aufspielen hätten können, komplett ohne es zu ändern. Und es wäre einfach 1000-mal besser gewesen. Und da frage ich mich jedes Mal, warum machen sie sich die Mühe, erfinden irgendwelche neuen Events, die viel schlechter sind als alle Events von früher, machen sich sau viel Arbeit, statt die Zeit in irgendwas Sinnvolles zu investieren. Wie in neue, keine Ahnung, einfach irgendwas Neues, was es noch nicht gegeben hat. Also Content halt. Und stattdessen machen sie irgendwelche neuen Events, die dann spätestens nach ein paar Wochen extrem gehatet werden, wenn die Leute realisieren, sie sind fertig mit dem Event. Oder es gibt einfach 2 Wochen nichts zu tun, weil kein neues Event startet, bis das alte Event vorbei ist und es aus irgendeinem Grund halt 4 Wochen geht. Und die Belohnungen halt alle nur einmal abholbar sind und so. Also es ist halt einfach extrem begrenzt, was man überhaupt machen kann. Also es ist Wahnsinn. Einfach ein x-beliebiges Flive-PC-Event nehmen, aufspielen, Copy-Paste, macht dir literally keine Arbeit. Du kannst die gleichen Grafiken von früher nehmen, musst nur das Datum ändern. Also, ich check's nicht. Als ob sie sich vehement weigern würden, bloß nichts von Flive PC zu nehmen und nicht zugeben zu wollen, dass die Events damals 1000-mal besser waren. Ich meine, es wird wahrscheinlich vom Management so vorgegeben sein, dass sie keine so krassen Events aufspielen dürfen. Aber ich meine, das ist dann ziemlich dämliches Management, ain't gonna lie. Wenn sich rumsprechen würde, dass ein übelst krasses Event gestartet ist wie früher, dann würden wahrscheinlich voll viele Leute erstmal online kommen und sich das Event anschauen. Und wenn es dann wirklich gut ist, würden sie wahrscheinlich sich auch denken, damn, das farm ich, das lohnt sich, das ist geil. Also, ich wüsste nicht, wo da die negativen Auswirkungen sein sollten. Und es muss ja auch nicht jedes Event so krass sein, man kann ja immer abwechseln. Mal wieder ein chilligeres Event, wo nicht so heftig ist. Ein kurzes Event und dann wieder ein richtig gutes, längeres. Also muss ja nicht jedes Event so over the top sein, aber ab und zu halt mal. Stattdessen spielen sie lieber back-to-back schlechte Events auf, die einem meistens nur sehr negativ in Erinnerung bleiben, weil man sich denkt, es war entweder viel zu lange oder die Belohnungen waren zu wenig oder zu schlecht. So wie beim letzten Event zum Beispiel. Es ging zwar nur 2 Wochen, aber ich habe legit niemanden positiv darüber reden sehen oder hören. Das ist so ein klassisches Event, man vergisst einfach, dass es stattgefunden hat, aber als es stattgefunden hat, war man sehr abgeturnt davon. Wie ungeil es war. Und das ist einfach etwas, was ich nicht verstehe. Das Hold'em-Event hieß das. Mit King und Queen Card. Das war das, früher hieß es Texas Hold'em-Event und irgendwann haben sie es nur noch in Hold'em-Event umbenannt. Oder dann hieß es irgendwann nur noch Hold'em-Event. Das war eins meiner Lieblingsevents, ja. Hammergeil. Gibt so viele Flive-PC-Events, die richtig gut waren von früher. Hau rein, Syntax, gute Nacht, Sir. Gibt so viele gute Events. Ich könnte aus dem Kopf 10 Stück nennen, die 10.000 Mal besser wären als das, was jetzt läuft. Richtig traurig. Und selbst wenn du sie verschlechtern würdest, also selbst wenn du sie an Flive Universe etwas anpassen würdest, weil ich meine, manche Flive PC Events konntest du schon wirklich, da konntest du dich wirklich dumm und dämlich farmen, da konntest du bei einem Event unendlich Money machen im Endeffekt. Für jede Stunde, die du investiert hast, hast du auch entsprechend Penny und so bekommen. Also, wie gesagt, schon verständlich, dass sie es nicht ganz so krass übertreiben wollen oder können. Sagt ja auch keiner was. Aber dass sie es gar nicht aufspielen, ist halt crazy. Aber mit einem Event einfach beim Leveln ganzen BP finanziert. Ja, das war auch so. 4 Wochen und du hattest vielleicht damals wahrscheinlich eher noch Ferien. Urlaub später, Ferien früher.
Oder hast du einfach ein paar Wochen gefarmt und hattest einfach ein paar zig Milliarden auf dem Konto, für die du hunderte Euro hättest cashen müssen. Und du hast dir einfach alles erspielt. Hast dir einen ganzen Jahresvorrat an Power-Ups erspielt. Oder du hast alles verkauft und hast dir einen Charakter damit ausgerüstet mit dem Geld. Irgendein neues Equip gekauft oder so. Und bei Flight Universe, da kannst du weder das eine noch das andere machen. Du kannst kein Geld damit verdienen, weil grundsätzlich immer alles sehengebunden ist. Wo ich persönlich auch eigentlich kein Problem mit habe, weil wenn das Items sind, die man noch tatsächlich braucht, dann ist es nicht so schlimm, wenn es sehengebunden ist. Aber du kannst dir weder einen Jahresvorrat, ich meine gut, Jahresvorrat ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber du kannst ja nicht mal für ein paar Monate, I guess, Power-Ups vorfarmen, weil ja meistens alles nur einmal am Tag machbar ist und du kriegst nur eine Box oder du kriegst nur einen whatever. GZ Pokerface. Und ja. Also ich weiß nicht, warum sie das mit den Events so, also wirklich radikal verschlechtert haben. Ist mir absolut unbegreiflich. Also ein Grund wäre halt Bots. Ich meine, klar, vielleicht PC hatte auch ein Problem mit Bots und so. Aber habe ich auch schon oft gesagt, ich meine, wenn du so viel Angst vor Bots hast, dann solltest du vielleicht irgendwie was dagegen tun, statt einfach deine gesamte Community damit zu bestrafen, nie wieder ein geiles Event aufzuspielen, weil du Angst davor hast, dass es dann totgebottet wird. Also ich meine, das sind ja keine Argumente. Dann sagst du ja letztendlich, oh, wenn uns jemand droht, dann geben wir all seinen Forderungen nach, damit er unser Game nicht kaputt macht, so ungefähr. Das ist ja, dann hast du den Kampf ja schon verloren, bevor er überhaupt begonnen hat. Das ist ja cringe. Also ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber das wäre jetzt so ein Ding, was mir persönlich einfallen würde, warum es bei Flight PC halt kritisch gesehen werden konnte, dass du quasi gefühlt unendlich Items hättest farmen können bei manchen Events. Aber ansonsten bisschen anpassen, ein paar Items natürlich rausnehmen, die für Flight Universe Verhältnisse auch viel zu krass wären, abändern und einfach starten das Event. Ich sehe das Problem nicht. Und wie gesagt, muss ja nicht jedes Event so sein. Ab und zu mal. Einmal im Quartal zumindest. Sollte schon ein Event starten, das man auf jeden Fall in Erinnerung behält. Und zwar positiv und nicht negativ.